Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie Interesse haben, dass Sie hier bei uns jetzt sind. Pressekonferenz vom Deutschen Spielkartenmuseum. Darf ich schon vorstellen, hier zu meiner Rechten, das ist die Frau Ochs. Die Frau Ochs ist Mitarbeiterin vom Spielkartenmuseum in Leinfelden-Echterdingen und wird mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich bin der Bürgermeister, ja, ich bin Generalist. Mein Name ist Karl Gustav Kalbfell, Kulturbürgermeister der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Und eigentlich wäre jetzt heute hier noch dabei unsere Frau Dr. Köger. Die Frau Dr. Köger ist die Leiterin des Spielkartenmuseums, aber die hat es einfach erwischt. Die ist krank und ist jetzt deswegen nicht dabei, hat mich aber gut vorbereitet mit der Frau Ochs. Und wir haben ja auch für Sie zum Mitnehmen eine Pressemappe, ja, eine Pressetasche sogar schon. Und ja, der große Anlass, warum wir jetzt heute da sind, ist wir wollen das Deutsche Spielkartenmuseum bekannt machen. Ja? Es gab ja mal eine Zeit, weltweit, da waren die Spielkarten nicht in aller Munde, aber in aller Hände. So wie jetzt heute die Handys, ja, und wenn Sie die Handys mal angucken, die Smartphones, dann ist es unwiederkennlich ähnlich mit einer Spielkarte. Also vor 100, 200 Jahren war die Hochzeit der Spielkartentradition international und Leinfelden-Echterdingen hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist also deutschlandweit, dass wir der Sitz des, so heißt es auch, Deutschen Spielkartenmuseums sind. Sie erinnern sich vielleicht, die ASS, ja, die Altenburger Stralsunder Spielkartenfabrikation, die wenige Meter hier an der A8 ja war. Ich bin Jahrgang 77, ich kann es nur ganz grau mir noch vorstellen, an der Autobahn, bin aus Reutlingen damals gewesen, wenn man dann abgebogen ist, da war dieses blaue Gebäude mit der ASS, ja, da ist jetzt ein Büro, das Gate 11 Büro, aber die ASS von Altenburg ist eben durch Krieg und so weiter, Teilung Deutschlands, hergekommen nach Leinfelden-Echterdingen und hatte dort die Produktion. Und über das Archiv, ja, und die Beziehung zu Altenburg ist Leinfelden-Echterdingen dann vor jetzt genau 40 Jahren, also 18. August 82, ja, wurde das Deutsche Spielkartenmuseum gegründet und wir hatten damit letztes Jahr 2022, 1982, 40 Jahre Jubiläum als Deutsches Spielkartenmuseum in der Trägerschaft der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Denn die ASS, die gibt es nicht mehr und wir konnten das Archiv, die Bestände der Altenburger Stralsunder Spielkartenfirma übernehmen, ja, und haben das in öffentliche Trägerschaft übernommen, diese Schätze, und haben mittlerweile, in ihrem Text steht es ja auch drin, 30.000 Exponate, überwiegend Spielkartenspiele. Also das sind nicht 30.000 Spielkarten, sondern das sind 30.000 solche Kartenspiele, ja, im Prinzip mit dann jeweils 32, 64 Spielkarten, je nachdem. Also damit sind wir, und das sagen wir schon auch ein bisschen mit kleinem Stolz und großer Dankbarkeit, dass die weltweit also größte Spielkartenansammlung ist bei uns, hier in Leinfelden, wenige Kilometer von hier in der Schönbuchstraße 32, gut sortiert, gut gesichert und formal sind wir zusammen mit dem Land Baden-Württemberg, mit dem Landesmuseum Baden-Württemberg, ja, also Landesmuseum Württemberg, LMW, da fehlt das Baden noch, mit dem LMW zusammen und ein Zweigmuseum. Also das ist unser Kooperationspartner, das Landesmuseum. Die Trägerschaft und auch sozusagen die Finanzierung läuft aber voll über die Stadt Leinfelden-Echterdingen, die sich das im Jahr rund 350.000 € kosten lässt. Und das Tolle ist, diese Spielkartensammlung ist öffentlich zugänglich. Der Eintritt ist frei, ja. Wir bitten aber vorher um kurze Anmeldung, dass wir sozusagen uns vorbereiten können für Gruppen, aber auch Einzelinteressierte. Die Kontaktdaten sind ja auch unten auf dem Text vermerkt und dürfen Sie natürlich auch gern weitergeben, abdrucken, verwerten. Und darum bitten wir sogar. Denn wir wollen jetzt der Anlass, dieses 40-jährige Jubiläum, den wollen wir nutzen, um auch wieder gerade nach Corona, ja, und wegen diesem 40-jährigen Jubiläum einzuladen, die Öffentlichkeit zu kommen, sich zu interessieren. Und deswegen sind wir auch hier auf der CMT in der Halle 6, Stand 6C17 mit der Kartenstadt.
Ja, herzliche Einladung, dass wir nachher noch schön drüber gehen. Wer Interesse hat, dann zeigen wir die Kartenstadt auch. Das ist ein Modell, ja, aus wie Spielkarten zusammengesteckten Kartenhaus, wo man auch begehen kann, wo man Informationen über die Geschichte der Spielkarte erfahren kann, wo Lust drauf gemacht wird, zu kommen und bei uns in die Welt der Spielkarten, in die Magie auch der Karten einzutauchen. Über Sammlungen, über 400 Jahre haben wir Karten, ja, also angefangen vom ältesten Kartenspiel Mitte 1600 bis jetzt in die Neuzeit und in die Gegenwart. Wir sammeln auch tatsächlich noch teilweise weitere Kartenspiele aus der aktuellen Zeit. Ja, deswegen sind wir hier, deswegen wollen wir sozusagen das 40-jährige Jubiläum nutzen, wieder nach Corona Kontakt aufzunehmen zur Öffentlichkeit. Denn es gibt ja viele, die Berührungen zu Spielkarten haben, sei es, weil sie Spieler sind. Auch das Thema Poker ist ja bei den jüngeren Leuten wieder interessant. Ja? Man will mal wieder weg von der digitalen Welt, was einfach in der Hand haben, gesellig sein, spielen, Austausch haben. Und da wollen wir Lust drauf machen, auch ein bisschen kulturell in die Geschichte der Spielkarten einzutauchen und sozusagen da sich über die Geschichte und die verschiedenen Ausprägungen der Spielkarten zu informieren. Was ganz Besonderes ist für mich und sind für mich die sogenannten Findelkind-Karten. Findelkind-Karten sind Karten, das muss man sich vorstellen, im 16., 17., 18. Jahrhundert arme Mägde, arme Hofdamen oder auch Bäuerinnen wurden schwanger, ja, und das Kind konnte nicht bei der Familie bleiben, ja, oder musste ausgesetzt werden, musste abgegeben werden im Kloster. Und das tat natürlich der Mutter weh und die hat eine Spielkarte genommen und die Spielkarte kunstvoll in zwei geteilt und teilweise den Namen, das Geburtsdatum draufgeschrieben vom Kind und dann die eine Hälfte beim Kind sozusagen gelassen, die andere Hälfte selber behalten. Also das sind Karten, die über das Spielen hinausgehen und eine Geschichte transportieren. Davon haben wir einige und die kann man anschauen und sich zeigen lassen und die Geschichten da dazu sich sozusagen von der Frau Dr. Köger und ihrem Team erklären lassen. Das finde ich zum Beispiel eines der emotionalen Höhepunkte, diese Karten. Wir haben sehr, sehr alte Kartenspiele. Wir haben auch moderne Kartenspiele, die sehr bekannt sind, aber wo ich auch noch was Besonderes sagen möchte, ist zum Beispiel, dass wir die größte indische Spielkartensammlung haben der Welt. Ja? Die ist nicht in Indien, sondern die ist bei uns, ja, und haben dort Karten, die sind rund. Ja? Das ist nicht eckig oder quadratisch, sondern es sind runde Karten. Ja? Die lohnt sich anzuschauen. Sehr, sehr gerne hätte ich auch heute welche mitgebracht, ja? Aber Frau Köger hatte die bei sich daheim kurzfristig krank, hätte sie auch mitgebracht. Also es lohnt sich auf jeden Fall vor Ort zu kommen und da sich zu Karten und deren Geschichten etwas vermitteln zu lassen. Wichtig ist jetzt nochmal das Spielkartenmuseum 40 Jahre, ja, 40 Jahre in der Trägerschaft der Stadt, öffentlich zugänglich und jederzeit sind Sie da willkommen. Diese Einladung möchten wir aussprechen. Und die Räume sind auch während Corona sozusagen saniert worden, auf Vordermann gebracht worden. Neuer Boden, neue Wände, neues Ausstellungsformat. Wir haben auch dank der Förderung vom Land ein Rollregallager bekommen. Da kann man auch Backstage sozusagen hinter die Kulissen gehen, ja, und schauen, wie die Karten gelagert werden, wie wir die sortieren, wie wir die archivieren. Also das macht die Frau Dr. Köger sehr, sehr gerne und sehr anschaulich mit Handschuhen, die sie dann anzieht, ja, weil die sind auch sauber verpackt in Blättern und sozusagen die Karten dürfen nicht liegen, sondern die müssen stehen. Ja? Also das kann man dort sehr ereignisreich dann auch sehen. Und wichtig vielleicht für Sie ist auch noch, wir sind ausgezeichnet, ja, als besondere Sehenswürdigkeit der Region Stuttgart, weil wir einfach in Leinfelden-Echterdingen jede Menge zu bieten haben. Wir haben ja hier auch einen Stand, auch in Halle 6 bei der Region Stuttgart. Sie alle kennen das Siebenmühlental, ja, die Komete Scheuer-Meulesmühle, Hannes und der Bürgermeister. Wir haben den Schwabengarten, wo man dann nach einer schönen Wanderung im Siebenmühlental sich ein bisschen zuprosten kann.
auch biergartentypische Speisen genießen kann, Getränke sowieso. Wir haben natürlich auch die Nähe hier, wie gesagt, zur Messe und Flughafen. Wir sind sehr zentral in der Region Stuttgart und deswegen immer ein Besuch wert. Wichtig ist jetzt noch zu sagen, wie gesagt, unsere Asse, die wir im Ärmel haben, erstes Ass, wir sind neu saniert, top durchrenoviert nach Corona, dank, wie gesagt, der Förderung vom Land. Wir haben einen Förderverein, einen starken Förderverein des Spielkartenmuseums. Sie sind heute auch Mitglieder dabei, wo ich mich besonders freue, ja, der uns unterstützt und mehrere 100.000 € schon gespendet hat für den Erwerb historischer Karten, wertvoller Karten, Tarocke, ganzer Kartensätze. Also dieser Förderverein feiert dieses Jahr 2023 seinen 40-jährigen Geburtstag. Und das wollen wir auch feiern. Wenn Sie jetzt vielleicht noch nach Terminen fragen, was wir so planen, immer natürlich gucken auf der Homepage spielkartenmuseum.de. Ich kann Ihnen aber auch ein bisschen Lust machen. Zum Beispiel am 22. April. Topaz, der Zauberer, Topaz und Roxanne sind bei uns in der Filterhalle und werden mit Karten auch begeistern. Ja? Magie, Kartenzauberei sozusagen ist da das Thema. Topaz und Roxanne, wie gesagt, am 22. April in der Filterhalle. Am 24. Mai diesen Jahres ist eine große Gästeführung im Schaudepot mit dem Herzstück Rollregalanlage. Ich habe es gerade vorher schon ausgeführt. Blick hinter die Kulissen, ungefähr natürlich abends, ja, 24.05.23. Im Juni haben wir die Cardistry-Jungs. Das ist eine Zaubervorführung. Ich selber konnte beim Festtag zum 40-jährigen Jubiläum also nur noch staunen. Ja, das sind 5 Jungs, die sind zwischen 10 und 16, nennen sich die Cardistry-Jungs, und die kommen am 21. Juni 23 zu uns ins Museum und werden das Publikum begeistern, ja, mit ihren Kartentricks. Also wie die das machen, weiß ich nicht, aber die Karten sind dann weg oder die können Karten sozusagen erraten. Sicherlich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Der Förderverein vom Spielkartenmuseum wird am 19. Juli seine Jahreshauptversammlung machen und wir haben dann im September, am 27. September, ein Expertengespräch mit Sabine Abele-Hipp. Die Frau Abele-Hipp ist Expertin für Tarocke und ihre Geheimnisse und sie wird da aus ihrer Dissertation uns berichten und die Höhepunkte vorstellen zu Tarocken und ihren Geheimnissen. Und im November, am 29.11., wird der Herr Wiedmann, der Martin Wiedmann, wieder da sein. Herr Wiedmann ist Künstler gewesen und der Herr Wiedmann ist der einzigste Künstler, der die Bibel sozusagen in Bildern dargestellt hat. Ja? In über 3000 Bildwerken hat der Herr Wiedmann biblische Texte sozusagen visualisiert. Ja? Und sein Sohn, der Martin Wiedmann, hat diese mal auf dem Dachboden gefunden, ja, beim Vater, und wir waren fasziniert. Die Frau Dr. Köger hat es angeguckt in der Galerie Wiedmann und wer Interesse hat, darf gerne auch so ein Spiel nachher mal mitnehmen und anschauen. Und wir haben da anlässlich des 40-jährigen Jubiläums in limitierter Auflage 99 Kartenspiele gemacht, die eben diese Motive der Wiedmann-Bibel aufgenommen haben und als Karten sozusagen Blatt verwendet haben. Also da wollen wir mit dem Sohn, wie gesagt, nochmal in diese Ausstellung eintauchen, in diese Geschichte vom Vater, der eigentlich sich nie groß für den Sohn interessiert hat, aber jetzt der Martin Wiedmann über diesen Fund sozusagen und diese visualisierte Bibel einen ganz neuen Zugang, ich sag's mal so, zu Vater und Glauben auch gefunden hat und da das sehr, sehr gut auch erzählen kann und berichten kann. Und ich war bei der letzten Vorstellung dabei, kann es nur empfehlen, sehr, sehr emotional beeindruckend. Und dieses Kartenspiel, wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie sich eins mit. Ja, wie gesagt, alles auf der Homepage auch öffentlich. Wir würden uns freuen, wenn Sie jetzt vielleicht noch Fragen haben oder was Sie interessiert oder was noch unbeantwortet ist. Ich wollte jetzt auch nicht groß Sie zuschütten, einfach auch fragen und wir versuchen dann zu antworten. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage.
Gerne. Als Böttikheimer vom Busblick.. Ja. Inwieweit würden Sie das Museum als busgruppentauglich einschätzen und gibt es vor Ort Busparkplätze? Ja. Also das Museum ist in der Schule, im Untergeschoss von der Schule. Die Räume sind aber barrierefrei zugänglich. In der Nähe kann man auch einen Bus parken lassen, das kriegt man hin. Ja, also direkt vor die Türe vielleicht nicht, aber nach Anmeldung können wir zum Beispiel auch im Schulhof einen Bus parken lassen. Weil es ist eine Grundschule, da ist mittags relativ wenig los. Und ja, also das kriegt man hin. Also kann man auch, wie gesagt, mit uns Kontakt aufnehmen. Gerne. Und wie gesagt, mit dem Siebenmühlental, man kann ja eine kleine Tour machen, ja. Also dann in Schwabengarten oder auch vielleicht Führungen am Flughafen werden ja angeboten. Was besonders interessant ist, ist für Betriebsausflüge. Ich kenne das, ich war selber früher im Sozialministerium, große Behörden oder auch große Firmen. Naja, die eine Fraktion will eben Kultur machen, ja, die andere wollen wandern im Siebenmühlental, die anderen gehen dann in ein Museum, sind vielleicht auch nicht so gut zu Fuß, ja, und Essen und Trinken kann man im Schwabengarten oder auch im Siebenmühlental an vielen Stellen. Also sowas eignet sich sehr, sehr gut. Wir sind ja auch super angebunden, S3, S4, U6, U5, ja, LE ist ja super angebunden am VVS und das würde ich sagen, herzliche Einladung, ne? Und so soll es ja auch nicht sein, wenn es eine größere Gruppe ist. Bin ja auch gerne bereit, als Bürgermeister, als Kulturbürgermeister sie zu begrüßen. Und Frau Dr. Köger ist dann auf jeden Fall da und wird fachkundig auch sie verzaubern. Ja? Also man muss ja sagen, das Thema Karten gibt ja so viel her. Es gab Zeiten, da waren Karten verboten. Hexerei, Zauberei, ja, das war, unterm Tisch wurden die sozusagen hergestellt und vertrieben und verkauft. Und die Kirche hat es ja nicht gern gesehen, bestimmte Zeiten, ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten und ich finde es jetzt so schade, also wenn man die Frau Köger mit leuchtenden Augen sieht, wie die es erlebbar macht für Kinder, für Seniorengruppen, also da ist für alle was dabei. Jetzt will ja Frau Ochs, habe ich was vergessen oder würden Sie noch? Wunderbar. Ja. Dann Jürgen Barth, eine kleine Anregung oder Frage. Also früher haben viele Leute Karten gespielt. Ich erinnere mich in der Schule, wie sie im Skat gedroschen haben. Ich habe es nie gelernt. Ich kann mir vorstellen, das ist eher das Problem heute. Die wenigsten können doch Karten spielen oder viele können Skat nicht mehr so viele wie früher. Bieten Sie auch Kurse an, dass man das lernt? Oder sonst wäre es eben eine Anregung. Es gibt ja genug Senioren, die das noch können und die werden vielleicht froh im Sinne von SES, Senior Expert Service, dass sie dann sowas weitergeben können mit solche Fähigkeiten. Also das wäre noch eine Anregung, würde ich zu Ihnen kommen, wenn ich Skat spielen lernen könnte. Das nehmen wir doch mit, die Anregung. Bislang in der Tat noch nicht. Ja, also wir haben auch natürlich vor, mit Schulen zu kooperieren und auch Kinder einzuladen. Man kann ja zum Beispiel auch Karten neu bedrucken, ausschneiden, mit Karten basteln, natürlich auch Kartenspielen lernen. Aber bislang, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Frau Köger macht es mit 63% als Museumsleitung. Ja? Die Frau Ochs ist auch dabei mit einer halben Stelle. Wir hatten auch mal Haushaltskrisen und Zeiten, wo man natürlich dann auch, wie es so ist, ja, auch an der Kultur gespart hat und deswegen diese großen Projekte, schulpädagogische Projekte, was wir davor hatten, ja. Wir denken jetzt aber wieder drüber nach. Sie alle kennen das Thema Schulkindbetreuung, Rechtsanspruch auf Betreuung in der Schule. Da müssen wir uns was einfallen lassen, um die Kinder auch sinnvoll am Tag zu beschäftigen. Und genau, weil es ist ja eine Grundschule, wo es drin ist. Der Kollege, bitte. Ja. Meine Frage gewesen, Mutterschmied Lomographische Botschaft Deutschland. Ja. Meine Frage wäre gewesen, welche Kooperationen bestehen, auch im Hinblick auf das Thema Spiel, mit Spieleverlagen eventuell auch, werden die mit eingebunden. ASS produziert ja einfach auch laufend weiter. Ist da der Anspruch zu sagen, wir wollen im Bereich Spiel alles oder im Bereich Spielkarte alles, was auch neu aufgelegt wird, mit in unser Archiv reinnehmen? Das würde mich auch noch interessieren. Also ich habe es ja gesagt, wir nehmen laufend neue Sachen an. Ich bin aber auch mal ganz ehrlich und kritisch, ja, also der Kartenkonzern Ars Mundi oder Carta Mundi heißt der, die ganz große, das ist ein Weltkonzern, ja, der ist in Belgien, da ist es schwierig ranzukommen, ja, also wir haben ja in Deutschland eigentlich im Prinzip keine kartenproduzierenden Firmen mehr, ja, wo jetzt sozusagen sich auf das Kartenthema spezialisiert haben.
Klar, wir haben Ravensburger, ne, die machen das aber auch mit Puzzle und anderes. Aber da ist ganz ehrlich die Kooperation oder auch die Lust auf Kooperation noch nicht mehr so groß. Ja. An uns soll es da nicht scheitern, ja. Aber wir hatten jetzt auch angefragt, ja, machen wir was zusammen und war schwierig, ja. Also die große Firma Cartamundi, wo jetzt auch alles dazugehört und sich drumherum gruppiert, schwierig da jemand zu erreichen, ranzukommen, ja. Und die anderen sind eher breiter aufgestellt. Also richtige Kartenproduzenten in dem Sinne von Kartenspielen gibt es jetzt gar nicht mehr so groß in Deutschland. Das ist alles internationalisiert. Würde man gern mehr machen, aber wie gesagt, das ist auch eine große Verantwortung und wir sind mit 40.000 Einwohnern auch eine kleine Stadt, ja. Wir bewahren das sozusagen, dieses Spielkartenmuseum, aber ganz große neue Aufkäufe und ganz aktuell, da geht es dann auch die Luft aus, ja, sage ich es mal ganz ehrlich, ja, von der Finanzierung her. Es ist eher historisch, kulturell, wie jetzt aktuell auf der Höhe der Zeit, muss man so ehrlich sagen. Nach der Wende war da weiterhin noch eine Produktion dann in Altenburg eigentlich, wo der Verlag früher mal war? Oder gibt es da keine Kartenproduktion? Oder in Altenburg nicht mehr. Die haben das Altenburger Schloss, wo ja auch das früher drin war, das Museum, ja. Also die haben, wir sagen immer, das in Altenburg, die haben das Schloss und den Namen, ja, aber die haben die Karten nicht, weil das durch die Kriegs- und Auseinandersetzungen Deutschland, Ost und West, alles rüber in den Westen kam, ne? Auch das Archiv, das Kartenarchiv von der AS ist alles bei uns und das haben wir dann übernehmen können, zusammen mit dem Land. Und wie gesagt, wir hatten auch schon mal Zeiten, wo es darum ging, ob man das Museum auflöst, ja, die Partnerschaft auflöst mit dem Landesmuseum und ich sage mal so, renommierte Versteigerungshäuser, Sotheby's zum Beispiel, haben sich interessiert für die Karten, weil das ist Kulturgut in der Westentasche. Das können Sie überall mitnehmen, das ist ein bestandsnachhaltiger Wert und sehr mobil, ja, und das ist anders wie ein Kunstwerk oder ein großes Bild, da brauchen Sie eine Wand. So Kartenspiele sind sehr, sehr alt, sehr wertvoll teilweise. Wir haben zum Beispiel auch ganz kleine Kartenspiele, sie hat es mir aufgeschrieben, also auch in Silber zum Beispiel für Kinder. Puppenstuben, ja, haben wir Kartenspiele aus Silber, die 100, 200 Jahre alt sind, ganz kleine, wo man richtig Karten spielen kann, aber im Puppenstubenformat sozusagen. Das ist noch vielleicht zu erwähnen. Und wo haben wir es denn? Ich glaube, es ist sogar im Pressetext bei Ihnen auch drin. Kartendecks aus Elfenbein, ja, zum Teil. Also wir haben nicht nur Flachware, sondern auch das Beste ist der Kartenputzmaschine, oder wie heißt es, gell? Die Kartenputzmaschine, die nennt sich Gnome. Bitte, ja. Spielkarten kann man da einschieben und dann werden die gereimt. Die Kartenputzmaschine, die nennt sich Gnome, da werden dann Spielkarten eingeschoben, mit dieser Kurbel durch diese Maschine bewegt. Oben wird Magnesiumpulver eingestreut und dann kam die Karte Zauber heraus. Das haben die Gastwirte früher verwendet, um die Karten wieder zu reinigen. Spieltisch natürlich auch, sogar ein Kartengleithammer. Ja. Ja, also wenn Sie jetzt keine Fragen haben, gerne noch Fragen. Ansonsten würde ich Sie einladen, dass wir geschwind drüber gehen, Halle 6, und es mal angucken. Die Kartenstadt ist auch international in 2 Sprachen, Englisch und Deutsch. Ja, weil wir wollen es auch zum Beispiel hier im Mövenpick Hotel aufstellen, am Flughafen aufstellen, um dann auch ein sinnvolles Freizeitangebot für Messe- und Flughafengäste anzubieten. Ja, was macht man abends sozusagen, wenn die CMT vorbei ist? Ah, komm, da kann man doch was machen und auch kulturell sozusagen sich interessieren und beschäftigen. So haben wir mal die Idee. Und ja, nehmen Sie die Mappen gern mit oder die Taschen. Und wer jetzt... Sonst, ich will es aber auch, wenn noch Fragen sind, sonst gehen wir rüber einfach, wer Lust hat, und gucken es uns vor Ort an in Halle 6.